Die CDU unter Friedrich Merz hat gerade einen historischen Verrat begangen an ihren ehemaligen bürgerlichen Werten, an der Demokratie, an Deutschland. Noch nie sind in so kurzer Zeit so dreist alle Wahlversprechen nicht nur gebrochen, sondern ins Gegenteil verkehrt worden. Die schwarz-rote Regierung mit erzgrüner Agenda ist noch nicht einmal im Amt und schon steht fest, es gibt kein Festhalten an der Schuldenbremse und keine Haushaltskonsolidierung wie versprochen, sondern 1 Billion neue Schulden für Rüstung sogar unbegrenzt. Es gibt keine Migrationswende und keine Grenzschließungen wie versprochen, sondern weiterhin Masseneinwanderung und Turbo-Einbürgerungen. Es wird auch keine Korrekturen der gescheiterten Energiewende geben, sondern weiterhin Heizungshammer, Deindustrialisierung, Vernichtung der deutschen Automobilindustrie. Nun wird gesagt, Friedrich Merz sei ein schlechter Verhandler. Er lasse sich von Roten und Grünen permanent über den Tisch und dann am Nasenring durch die Manege ziehen. Wahr ist, dass die CDU wegen der unsäglichen Brandmauer gegen die AfD im Grunde keine Verhandlungsoptionen mehr hat. SPD und Grüne können ihr im Grunde das Programm diktieren. Wenn sie nicht spurt, dann ist es aus mit den Kanzler- und Ministerträumen, mit den Dienstwagen. Und wenn sie sich der AfD zuwenden sollte, dann wird die Meute der staatsfinanzierten linken NGOs auf sie losgelassen, wie es vor der Wahl schon zu erleben war. Diesen Kampf gegen rechts hat die CDU selbst mit beschlossen. Ihre kleine Anfrage zu den NGOs hat die SPD-Regierung so gut wie gar nicht beantwortet. Ein weiterer Affront und eine Demütigung für Merz. Noch nie hat es eine kastriertere Partei als diese Merz-CDU gegeben. Ihr Personal besteht nur noch aus entkernten Marionetten der Macht, die die rot-grüne Ideologie exekutieren. Aber die Frage ist doch, kann es einen solchen Mangel an Verhandlungsgeschick, eine solche Unbelecktheit von jedem strategischen Denken überhaupt geben? Bei Leuten mit jahrzehntelanger politischer Erfahrung. Ist das Merz alles aus Tölpelhaftigkeit passiert oder steckt vielmehr ein Plan und eine Absicht dahinter? Anton Hofreiter hat öffentlich zugegeben, dass es noch im Wahlkampf Signale der CDU an die Grünen gab, dass das alles nicht so ernst gemeint sei mit der Schuldenbremse. Und wir haben allen Grund zur Annahme, dass dieser größte Wahlbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Teil einer weit gefassten Agenda ist, an der alle Kartellparteien, also alle Parteien, die sich selbst die Demokratischen nennen, gemeinschaftlich seit Jahren arbeiten. Die einen ganz offen, wie die Grünen und die SPD, die anderen verdeckter und damit hinterhältiger, wie die CDU. Jetzt aber sind die Masken gefallen und der Plan wird offenbar. Das ist das Gute, wenn man so will, an den jüngsten katastrophalen Entwicklungen. Es geht nicht um Deutschland. Es geht nicht um die Demokratie oder um die Bürger hier und auch nicht um irgendwelche Werte. Es geht um die Interessen einer globalistischen Elite und ihrer Geldgeber, die sich längst von den Interessen ihrer Staaten und Völker abgekehrt hat, ja diese mit Füßen tritt und die selbstverständlich auch hier in Brüssel den Ton angibt. Und jetzt, wo die Opposition dagegen wächst und richtig stark wird, geht man zur offenen Repression und zur offenen Verachtung der Demokratie über. In Deutschland soll der Volksverhetzungsparagraf erneut verschärft werden, um unliebsamen Politikern, die die himmelschreienden Verhältnisse beim Namen nennen, die Wählbarkeit entziehen zu können. Und sogar das Verbot der einzigen Opposition und bald stärksten Partei im Land, der Alternative für Deutschland, wird weiter verfolgt und jetzt sogar mit Ingrimm vorangetrieben von der Vereinigten Front der Wahlverlierer, denen die Fälle davonschwimmen. Diese Zeiten sind nicht angenehm und es wird auch noch einiges auf uns zukommen. Davon ist auszugehen. Aber die Widersprüche im System unserer Gegner sind zu heftig und zu zahlreich, als dass sie Erfolg haben könnten. Ich werde weiter bald darüber berichten. Die große Politikwende ist nur noch eine Frage der Zeit und unserer Beharrlichkeit.